Hallo, ich bin gerade am Karersee, Lago di Carezza in Südtirol. Eigentlich ein weiteres Highlight in dieser Reise, und was ich gesehen habe, ist absolut wunderschön. Wenn ich ein Foto machen sollte, hier, jetzt, heute, dann wird es wahrscheinlich das schwierigste Foto, das ich jemals gemacht habe. Von einer Landschaft, die eigentlich alles bietet, was so ein Landschaftsfotograf sich wünscht. Nämlich ein See, schöne Bäume und die Rosengartengruppe, die Berge im Hintergrund. Also lass mal erklären, warum das ein richtig schweres Bild wird. Erstmal ist hier alles picobello. Es ist alles super schön präpariert für alle möglichen Arten von Touristen. Und mit allen möglichen Arten von Touristen meine ich auch wirklich alle. Dann ist es so, dass wenn man sich nur ein Stückchen bewegt, dann verdecken diese Bäume hier quasi die ganze Landschaft im Hintergrund. Die Rosengartengruppe, die eigentlich hier sein sollte, die sieht man einfach nicht mehr. Und da ist auch der See nicht mehr. Also gibt es quasi nur einen Punkt, an dem ich ein schönes Foto machen kann. Das heißt aber, dass auch 1000 Millionen andere dieses Foto gemacht haben. An derselben Stelle. Und dazu auch noch Profis, die sich den Tag aussuchen konnten, die Wetterlage, die Zeit und so weiter und so fort. Dann ist es auch noch ein schwieriges Foto, weil ich noch Gegenlicht habe. Die Schatten sind ziemlich tief, ziemlich groß bei den Bergen. Dann ist da noch so ein Dunst, weil die Sonne so stark gerade ist. Nichtsdestotrotz würde ich jedem empfehlen, mal hier kurz vorbeizuschauen. Ist ja auch kein Akt. Wenn man Richtung dem Fassertal oder vom Fassertal Richtung Bozen fährt, kommt man sowieso dran vorbei. Und kann man auch kurz diese Runde machen, die ich jetzt mache, oder einfach nur beim Ausgangspunkt sich das ganze Bild anschauen. Nee, das war nix. Bin kläglich dran gescheitert. So, jetzt geht's aber weiter. Hallo Leute. So. Ich bin jetzt am Fuße der 4. Ikone und auf die habe ich mich schon sehr gefreut. Die ganze Zeit. Ich bin hier ziemlich früh und dachte mir, ja,
wart einfach ab, bis der Sessellift anfängt und dann gehst gechillt hoch, machst so eine schöne Runde dort oben, konzentrierst dich aufs Foto und dann gehst wieder runter und dann hast du so eine schöne Halbtagswanderung gemacht. Aber ich bin eine Stunde bevor der Sessellift aufmacht und jetzt hier so die ganze Zeit rumlungern, weiß ich jetzt auch nicht. Habe ich nochmal auf die Karte geguckt und dachte mir, das geht doch. Das schafft man. Es ist steil nach oben, das weiß ich. Aber habe heute ja noch nichts gemacht. Gut. Sessellift habe ich mir dann gespart. Aber jetzt muss ich reinhauen. Ich muss mir das Foto verdienen. Leute, ich bin angekommen. Aber ich weiß noch nicht so richtig, wo ich angekommen bin. Aber das Einzige, was ich weiß, ist, es geht mir auf den Sack, dass man hier mit dem Auto hoch hätte fahren können. Und dann wiederum, so habe ich es mir verdient. Und es war jetzt auch nicht so schlimm. Es war anstrengend, weil es sehr steil hoch geht. Aber ansonsten ist es ein guter Weg gewesen. Wo bin ich eigentlich? Ja, das zeige ich gleich. Endlich mal sehe ich Kletterer. Ich sehe immer nur die Leute, die dann an mir vorbei wandern und zum Kletterpunkt gehen, aber richtig klettern an der Wand bisher noch nicht gesehen. Also, ich habe noch gar nicht gesagt, wo ich gerade bin. Ich bin, wie gesagt, bei der 4. Ikone. Plattkofel und Langkofel ist eher eine Ikone. Und auf diese hier habe ich mich sehr gefreut. Ist nämlich Cinque Torri. Aber ich bin, glaube ich, gerade hinten und es ist nicht so diese offensichtliche Sicht, die man so aus dem Internet und anderen Bildern kennt. Aber es ist irgendwie reizvoll und ich denke gerade über ein Foto nach, aber ich kann nicht so richtig sagen, was mich interessiert und was nicht. Vielleicht hole ich mal die Kamera raus und gucke mal in den Sucher rein. Und ja, wenn ja, dann ja, wenn nein, dann nein. Schauen wir mal. Also ich versuche jetzt mal ein vom Cinque Torri nicht so offensichtliches Bild. Und es wird auch wieder einfach und minimalistisch. Und es könnte auch jeder andere Berg sein. Das ist, was ich eigentlich an der ganzen Szene mag. Was ich auch mag, ist, dass die zwei irgendwie so schief und voneinander weg liegen, diese Brocken. Und in der Mitte kommt da so ein ganz kleiner anderer Brocken durch. Finde ich ganz gut. Und mich stören auch, ehrlich gesagt, die Kletterer nicht. Vielleicht ist das sogar ein bisschen mal was anderes, was dieses Bild spezieller macht.
werde das offensichtliche Foto machen. Das habe ich mir verdient. So, alles aufgebaut. Ich mache gleich das Foto. Erstmal kurz zu dem, was ich mag an dieser Szene. Klar, die Cinque Torri werden auch im Mittelpunkt stehen, aber auch die Berge im Hintergrund und rechts und links. Die Steine da, finde ich echt super. Die Hügel hier. Also es gibt viele Elemente, aber auch die Wolken da oben, die machen diesen Bereich im Bild nicht so leer, nicht so isoliert. Also es ist sehr windig gerade und da muss man wirklich aufpassen, dass das Bild scharf ist am Ende. Deswegen auf jeden Fall kontrollieren danach, aber auch vorher musst du schon aufpassen, dass du nicht gerade beim Wackeln das Foto machst. Und ich gehe einfach in den Live-View-Modus. Dann fokussiere ich. Und dann gehe ich auf 100%. Und da kann man dann sehen, ob das Bild, ob die Kamera noch wackelt oder nicht. Und dann genau in dem Moment, wenn es nicht mehr wackelt, mache ich dann ein Foto. So, das war Cinque Torri für euch und für mich. Fazit, ja, also wer mit der Gondel hoch fährt, der macht die Umrundung in weniger als eine Stunde, denke ich mal. Es gibt aber auch noch andere Wege, Wanderwege von dort aus, um dann ein bisschen mehr gewandert zu haben. Wer so früh kommt wie ich, also vor 9, der kann auch da vom Tal aus, vom Tal aus, von der Station, von der Talstation aus, hochwandern. Das wird dann einiges anstrengender, einiges länger dauern. Aber auch empfehlenswert. Es war ein schöner Waldweg erstmal. Danach war es ein asphaltierter Weg. Das war so lala. Und dann bist du angekommen und dann hast du die Runde gestartet. Und du hast halt nie die Cinque Torri gesehen. Erst als die Baumgrenze sich so ein bisschen gezeigt hat, da konnte man dann so ein paar Steine im Himmel aufragen sehen. Und dann hast du die Cinque Torri von hinten gesehen, wobei du dann nur 2 Türme gesehen hast. Dann hast du angefangen, die Umrundung zu machen und dann erst, also wirklich ganz zum Schluss, als ich das offensichtliche Foto gemacht habe, erst da habe ich die Cinque Torri, so wie man sie kennt, gesehen. Und ich glaube, das war ideal, würde ich sagen. Gut, ich hoffe, die Fotos haben euch gefallen. Die Wanderung auch. Ich kann es jedem empfehlen, wie gesagt. Das ist wirklich eine Ikone gewesen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
E poi il bello è